Hi, mein Name ist Sandra und das ist Martin und wir werden heute das Caldevar-Duschprofil der neuesten Generation einbauen. Im All-in-One-Set befindet sich die Ablaufgarnitur, Flow Drain und das Duschprofil Flow Line Zero. Und das Ganze werden wir heute per Montageanleitung schnell und einfach montieren. Im Lieferumfang ist das Komplettset für die ganze Montage enthalten. Es ist soweit auch alles vormontiert, somit könnt ihr mit der Montage direkt starten und spart euch auf der Baustelle unglaublich viel Zeit. In unserer Schatulle ist unsere Blende Click & Clean und das vormontierte Haarsieb ist auch gleich schon drunter, sowie eine Bedienungsanleitung und eine Pflegeanleitung. Vorab müssen wir erst den Rohfußboden im Duschbereich mit einem Besen oder Staubsauger säubern. Jetzt gehen wir hin und legen uns die Flow Drain und das Zubehör zurecht. Ihr könnt das Duschprofil ganz nach eurem Belieben im Bad platzieren. Entweder direkt an der Wand oder mit einem gewissen Abstand. Wir entscheiden uns für einen Einbau an dieser Stelle und setzen die Flow Drain entsprechend ein und bemessen den Standpunkt. Nun müssen wir zusammen mit dem Fliesenleger die genaue und richtige Höhe der Flow Drain ermitteln, inklusive Gefälle. Dazu nutzen wir die stabilen, höhenverstellbaren Füße und das vormontierte, kürzbare Höhenausgleichsstück. Bevor wir die Flow Drain an die Wand setzen, verlegen wir noch unseren Randemstreifen. Damit die Flow Drain an ihrer bemessenen Stelle bleibt, müssen wir diese noch mit den mitgelieferten Befestigungsschellen auf dem Boden fixieren. Zur Fixierung sind nur 2 Schrauben notwendig. Jetzt gehen wir hin und schließen unsere Flow Drain fachgerecht mit dem Abflussrohren an, entfernen den Bauzeitenschutz und falten die Dichtmanschette aus. An dieser Stelle ist ein Wassertest durchzuführen, um festzustellen, ob die Abflussrohre richtig angeschlossen sind. Danach klappen wir die Dichtmanschette wieder ein und setzen den Bauzeitenschutz wieder auf die Flow Drain. Wir verlegen jetzt unsere Trittschalldämmung und setzen unsere Randdämmstreifen ein. Danach legen wir eine PE-Folie über die Dämmung und verkleben diese fachgerecht. Überreste des Randdämmstreifens zum Estrich hin schneiden wir hier vorne ab. Wenn wir jetzt den Estrich einbringen, müssen wir darauf achten, dass der Estrich bis zur Oberkante der Flow Drain gegossen wird. Des Weiteren dürfen wir unser Gefälle von ca. 2% zur Flow Drain nicht vergessen. Nun werden wir die restlichen Flächen nach der DIN 18534 im Duschbereich mit einem Dichtanstrich versehen. Jetzt befliesen wir die Wände, damit das Duschprofil zur Wand hin gekürzt werden kann. Wir schneiden uns jetzt das Duschprofil auf die richtige Länge und müssen darauf achten, dass wir keinen Winkelschleifer benutzen, sondern das Ablängen mit einer Eisensäge vornehmen. Wenn wir den Winkelschleifer benutzen würden, könnte das Metall ausglühen und sich verfärben. Als nächstes kürzen wir den Distanzring je nach Fliesenstärke auf die richtige Länge und klicken ihn wieder auf das Duschprofil. Je nach Aufbauhöhe gibt es zusätzlich zum vormontierten Distanzring auch eine Verlängerung dazu. Mit einem Lappen entfetten wir die Rückseite des Duschprofils. Dann bestreichen wir das Lochblech vom Duschprofil auf der Rückseite mit Fliesenkleber und setzen das Duschprofil mit dem Distanzring auf unsere Flow Drain, richten das Duschprofil zur Wand hin aus und drücken es vorsichtig in den Fliesenkleber ein. Durch das Lochblech auf der Unterseite entsteht eine ideale Verbindung mit dem Fliesenkleber. Nun können wir den Boden befliesen und müssen hierbei noch das Gefälle beachten. Entweder wir schneiden die untere Reihe Fliesen passend oder wir benutzen einen Gefällekeil. Die Öffnung zwischen Duschprofil und Fliese verbinden wir noch mit Silikon, setzen dann noch die Blende ins Duschprofil und sind somit mit unserem Duschplatz fertig. So einfach funktioniert der Click & Clean Öffnungsmechanismus. Ihr könnt mit einer Hand die Blende rausnehmen und dann das Haarsieb sowie den Siphon reinigen.